Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Nach den ganzen Red Dots ausnahmsweise mal ein echtes Holovisier. Das Razer IMG UH1, kurz UI von Vortex. Wir haben euch das UI ja schon auf der IWA vorgestellt, das Video verlinke ich euch am Ende. Und dankenswerterweise konnten wir uns das jetzt auch besorgen, haben das seit der IWA im Einsatz und wollen euch jetzt ein bisschen über unsere Erfahrungen berichten. Es handelt sich um ein Holovisier, kein Rotpunkt mit normalen LEDs, sondern mit Laserdioden wird das Bild erzeugt. Geliefert kommt die Optik mit einer Batterie und einem Tuch in einem schicken Karton. Tuch, damit man die Linsen vorne und hinten reinigen kann. Die sind irrelevant für die Funktion. Die schützen nur die Innereien. Sind abgedichtet, es ist bis zu 10 Meter wasserdicht. Es kommt auf einer Lower Third Co-Witness Montage. Das heißt, wenn ihr eine normale Standard AR-15 Backup-Visierung drauf hat, ist die im unteren Drittel des Sichtfensters. Das Absehen ist ein Circle Dot Absehen. Das heißt, ihr habt wie zum Beispiel bei den Holosun-Visieren einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Der Punkt ist hier besonders klein, 1 MOA, das ist so das kleinste, was geht. Und der Circle ist auch besonders, da ist nämlich am unteren Ende ein 12 MOA großes Dreieck. Dieses Dreieck ist eine Holdover-Marke, das heißt, wenn ihr auf 10 Yards, 10 Meter oder näher schießt, dann habt ihr ja das Offset von eurer Visierung, also den Mittelpunkt von der Visierung und der Mittelpunkt vom Lauf sind ja so ein Stück versetzt. Das gibt dieses Dreieck im unteren Absehen wieder. Betrieben wird es mit einer CA123 Batterie, die könnt ihr hier aufschrauben. Das geht auch rein theoretisch ohne Werkzeug. Es ist ein Schlitz dran. Die Batteriekappe ist gesichert, kann also nicht verloren gehen. Und auf der anderen Seite haben wir einen USB-Ladeport. Falls ihr einen CA123 Akku benutzt, dann könnt ihr das laden, ohne den Akku rausnehmen zu müssen. Also ihr steckt einfach nur das Kabel in die Optik und es lädt, man muss nichts machen. Dann haben wir hier auf der Seite noch die Verstellung. Man kann verstellen in halben MOA-Schritten. Also das heißt, auf 100 Metern ist es so knapp ein bisschen mehr als ein Zentimeter, 12 mm, die er da pro Klick verstellt. Generell hat es sowohl horizontal als auch vertikal 100 MOA Verstellbereich. Also ihr könnt es eigentlich auf jede Waffe draufsetzen, egal wie schräg da irgendwas ist und der Lauf eingebaut ist. Und ihr kriegt es immer sauber eingestellt. Dann gibt es noch eine kleine Besonderheit, für Behörden hauptsächlich interessant. Wenn ihr jetzt vorne reinschaut, die Optik ist an, ihr werdet davon aber nichts sehen, weil es hat keine Lichtemission nach vorne, die Optik. Das heißt, wenn ihr auf jemanden zielt, kann der das nicht sehen, dass ihr auf ihn zielt. Und dann bietet Vortex für das Gerät noch eine lebenslange keine Fragen werden gestellt Garantie an. Das heißt, wenn euch die Optik verreckt, sollte sie kaputt gehen, was ich nicht glaube, sie wirkt unendlich robust, dann kriegt ihr einfach ein neues Gerät zugeschickt oder es wird repariert, ohne dass irgendwelche Fragen gestellt werden. Was macht jetzt das Vortex UI so besonders gegenüber anderen Rotpunktvisieren? Ich habe euch ja vorhin schon erklärt, wie das Absehen funktioniert mit dem Dreieck am Boden und genau das ist Teil des Designs, das mit dieser Optik verfolgt wurde. Es ist ein reines Rotpunktvisier für den Nahbereich oder für das dynamische Schießen. Deswegen auch dieses Holdover für die nahen Schüsse. Ein sehr, sehr großes Fenster, dass man leicht hinter die Optik kommt, sehr schnell hinter der Optik ist. Holovisiere funktionieren ja ein bisschen anders als die reinen Rotpunktvisiere. Das hat jetzt Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist eben dieses große Fenster. Aber wenn wir uns auf das Absehen konzentrieren, wird es unscharf. Diese Optik ist dazu gedacht, dass man sich auf das Ziel konzentriert, wie beim dynamischen Schießen man es halt eigentlich auch machen sollte. Man hat das Ziel im Blick und schiebt die Optik nur dazwischen und dann ist das Absehen auch relativ klar. Es ist ein Holovisier, das funktioniert mit Lasern und nicht mit LEDs, also mit Laser-LEDs, nicht mit normalen LEDs. Somit besteht es aus ganz vielen kleinen Punkten. Und wenn man sich das anguckt, dann fällt einem das auch ein bisschen auf. Beim dynamischen Schießen stört es aber überhaupt nicht. Durch dieses große Fenster kommt man super hinter die DI-Box. Es ist robust und obwohl es so groß ist, passt auch immer noch auf den normalen
AR-Upper, dahinter noch ein Magnifier und unter den Magnifier normale Backup-Visierung. Holographische Visiere haben in der Regel auch eine kleinere Parallaxe als Rotpunktvisiere. Das heißt, wenn ihr nicht 100% korrekt hinter der Optik seid, aber das Visierbild schon habt, also das Absehen sehen könnt, dann ist euer Punkt auch auf dem Ziel. Bei Rotpunktvisieren, vor allem wenn die so ein großes Fenster haben, wenn die nicht 100% sauber gefertigt sind, von guten Herstellern, dann habt ihr deutliche Parallaxeverschiebungen. Selbst bei Aimpoints kommt es vor. Bei Holovisieren ist es eher weniger der Fall. Das heißt, auch wenn man in einer Zwangsposition ist, ist das Absehen nicht kompromittiert. Das heißt, ihr trefft euer Ziel auch, wenn der rote Punkt auf dem Ziel ist. Das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass es für dynamische Schießen aus Zwangsposition ist. Das heißt, ihr liegt unter einer Deckung beim IPSC oder wo auch immer auf dem Boden und kommt nicht genau hinter eure Waffe, nicht sauber mit der Schulter. Seid ihr an der Schulterstütze, kriegt ihr trotzdem noch ein gutes Absehen hin. Und der andere Punkt ist, wenn ihr Sehschwächen habt, nämlich bei einer Hornhautverkrümmung, dann werden normale Rotpunktvisiere auch stärker ausgefranst. Und das ist bei holographischen Visieren eher weniger der Fall. Wichtig ist, wenn ihr trotzdem eine Kurzsichtigkeit habt, müsst ihr trotzdem eure Brille tragen. Weil das Absehen in die Ferne projiziert wird, wird es ja erst scharf, wenn wir in die Ferne gucken. Wenn wir dann eine Kurzsichtigkeit haben, wird das Absehen genauso unscharf wie alles, was wir in der Entfernung sehen. Und was noch eine Besonderheit bei den Holovisieren ist, oder gerade hier in dem Besonderen, dass wir vorne keine verspiegelte Scheibe haben, die den Punkt abbildet, wie jetzt bei Aimpoints oder Holosuns. Bei denen ist ja oft bei den behördlichen Versionen vorne noch ein Killflash, um die Signatur zu reduzieren, dass man nicht so leicht gesehen wird. Hier ist es nicht nötig. Hier ist einfach eine entspiegelte Scheibe vorne. Das ist eine sehr stabile Optik. Wir haben die eingefroren, das hat sie standgehalten. Wir haben sie in den Backofen gepackt auf die maximale Temperatur. Wir haben sie von der Waffe runtergenommen, nachdem sie eingeschossen war, und wieder draufgesetzt. Und es gab keine Treffpunktverlagerung. Und es gab keine Treffpunktverlagerung, als wir mit dem Auge hinter der Optik variiert haben. Also nicht 100% korrekt immer die Wange aufgelegt hatten. Und durch die beiden großen Einstellknöpfe hinten kann ich das sowohl von links als von rechts auch super bedienen. Gerade für mich als Linksschützen auch schon wieder spannend. Es ist ein sehr, 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 sehr helles Absehen. Als auch man kann es sehr, sehr weit runterdimmen, dass man auch quasi in Dunkelheit schießen kann. Ich bin ziemlich begeistert davon. Für mich funktioniert das Absehen super mit dem großen Sichtfeld. Ist genau für meine Art von Schießen sehr interessant. Ich habe mich mittlerweile an dieses spacige Design gewöhnt. Ja, am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, sah aus wie ein Wohnmobil oben auf der Waffe drauf. Mittlerweile finde ich es unglaublich schick. Und dieses spacige Design hat auch einen Vorteil für mich. Dadurch, dass nichts absteht, das meiste, was absteht, ist das Batteriefach, aber selbst das steht nicht wirklich ab, bleibt es nirgendwo hängen. Nicht an den Klamotten, an der Kleidung, wenn man es auch mit Gurt benutzt. Das ist ein total slickes Design. Es ist halt wirklich fürs dynamische Schießen gemacht. Und dafür finde ich es einfach super. Ich persönlich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Optik und schieße sie sehr, sehr gerne. Und sie ist auf jeden Fall eine Alternative zu den EOTechs und was sonst noch in der Größe auf dem Markt ist. So, Lelle, das war es dann auch schon mit der Vorstellung vom Vortex Huey. Ihr bekommt es in Deutschland unter anderem bei Vortex Optik. Wir blenden euch den Link unten ein. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr was gelernt habt. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das hilft uns sehr und ihr werdet über die aktuellen Videos informiert. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder hier bei der Epic Group.